Der Hafen ist sehr klein, schnucklig. Oh Mann, ich komme nicht ran, er strömt mich weg. Ganz anderes Level, wenn man nur mit einem Poller irgendwie schleusen muss. Noch 2 Leute. Bis wir endlich rein dürfen in die letzte Schleuse vor dem Hafen. Wir haben es auf die Nordsee geschafft und uns über die stehende Mastroute bis nach Scheveningen durchgeschlagen. Doch das Wetter und die See wurden zunehmend rauer. Zum Glück bekamen wir einen Tipp. Es gibt eine alternative Route durch die Kanäle Belgiens und Frankreichs. Mit unserem gelegten Mast auf dem Boot nehmen wir diese neue Herausforderung an. Denn hier, bei den niedrigen Brücken, bleibt der Mast besser unten. Der Hafenmeister hat zu uns gesagt, wir müssen das Boot ein bisschen weiter zurücksetzen, damit wir niemanden mit unserem Mast ins Gesicht rammen. So, wir sind in unserem ersten Ort auf der belgischen Seite gelandet. Zelzate oder Zelzate. Wir haben jetzt 9 € für die Nacht bezahlt, was etwa die Hälfte ist für was wir normalerweise zahlen. Unser Nachbar ist ein verlassener Lost Place Katamaran. Ja, wäre spannend, mal das von innen anzuschauen, aber hier findet sich niemand. Ansonsten, Ort ist ganz schön, aber wir haben gar nicht so viel Zeit, das anzugucken. Es ist jetzt etwa 9 Uhr morgens, wir wollen jetzt auch gleich weiter. Hier ist überall so Holz. Gehen wir mal bitte den Start. Leider haben wir keine weitere Zeit, um den Ort in Belgien näher zu betrachten. Noch im Morgengrauen um 7:30 geht's schon weiter. Denn die Vignette für die belgischen Kanäle ist zeitlich begrenzt. Außerdem ist ein befreundetes Pärchen von uns nun 30 Meilen entfernt. Wir wollen gemeinsam mit ihnen durch Frankreich durch. Wir merken, dass es langsam Winter wird. Nicht nur an den Temperaturen. Auf unserem Weg sind uns keine Freizeitboote entgegengekommen. Nur große Schiffe, die hier entlang müssen. Die Brücken sind hier teilweise so niedrig, man hat das Gefühl, man könnte sie im Stehen berühren. Wir müssen anscheinend an dem festmachen. Oh Mann, ich komme nicht ran, er strömt mich weg. Hat mich komplett weggeströmt. Weiß ich noch nicht. Wir haben es nicht nah genug rangeschafft. Doro kann uns nicht festmachen. Weiter vor geht nicht. Da liegt das Frachtschiff. Also versuche ich es vorsichtig mit dem Rückwärtsgang. Und plötzlich stehen wir quer in der Schleuse. Der hat mich komplett gedreht. Oh. Ich drehe wahrscheinlich jetzt. Doro versucht sich irgendwie auf eine Seite vorzubereiten. Aber ich kann nicht sagen, welche. Ich kann nur reagieren. Ich versuche. Das Wichtigste, Ruhe bewahren. Versuch's an die Seite Das zu kommen. Zweitwichtigste, nicht mit dem Mast an die Schleusenwand. Ich versuche nochmal zu drehen. Ich versuche nochmal zu drehen. Und dann, Glück im Chaos, der Schiffsfahrer hat seinen Motor abgestellt. Kein Strudel, kein Schub, keine Panik. Jetzt haben wir Zeit. Zeit, uns zu drehen.
Doro macht uns fest. Alles andere hat überraschend gut geklappt. Na, hoffentlich hat der Schleusenwärter noch ein wenig Geduld. Generell Schleusen mit dem Ding vorne. 2 Schleusen, wir haben es schon zweimal erwischt. Hat besser funktioniert als gestern. Noch 2 gut. Doch, auch wenn Doro mich trösten möchte, jeder Kratzer fühlt sich an wie ein Stich ins Seglerherz. Doch wir sind schnell von den Schleusen abgelenkt. Vom Grün, das einen fast die Zivilisation vergessen lässt. Und mit jeder Schleuse werden wir auch ein kleines bisschen besser. Something good. Fußgängerbrücke im Weg? Kein Problem. Einfach hochschieben. So, wir sind angekommen in Chloron. Oder wie man es auch ausspricht. Im wunderschönen Hafen. Die Fahrt war, nein, nicht weg. Oh. Die Fahrt war soweit gut. Ist ja alles unter Motor. Bis auf die Schleusen, da haben wir immer noch Probleme. Aber kriegen wir noch hin. Jetzt heißt es was gemütlich essen und ab in die Haie, weil wir morgen früh wieder raus müssen. Denn am Abend sind schon wieder Stürme angesagt. Und da wollen wir nicht unbedingt on the way sein. Das ist kein Sturm, das ist ein Gewitter. Hast du zugemacht? Hab ich zugemacht? Ich hab zugemacht. Eine leckere Mahlzeit im Hafenrestaurant. Ab in die Koje. Morgen wollen wir wieder 10 Stunden unterwegs sein. Wir haben leider ein kleines Leck im Motor. Dadurch verlieren wir tröpfchenweise Öl. Doch mit einer Windel ist das schnell gesäubert. Und unsere Reise kann weitergehen. Also in den Niederlanden waren wir jetzt echt oft Schleusen und wir hatten, ich glaube direkt nach der zweiten Schleuse ist schon richtig gut raus. Lief alles super. Und seit wir in Belgien sind wir erst in 4 Schleusen gewesen. Und in den 4 Schleusen haben wir zweimal mit unserem Mast die Mauer gerammt. Einmal haben wir mit dem Schiff tatsächlich das geschafft, die Mauer zu rammen. Und beim letzten Mal haben wir auch noch ein Seil abschneiden müssen, weil es sich verheddert hat. Ganz anderes Level, wenn man nur mit einem Poller irgendwie schleusen muss. Ich hoffe, es wird jetzt demnächst besser. Okay, neue Herangehensweise. Wir nutzen die Leiter als Pollerersatz. So sind wir flexibler. Ist zwar nicht gern gesehen, aber solange niemand meckert, werden wir es so versuchen. Wir sind zwar immer noch auf der belgischen Seite, aber hier spricht keiner offiziell Englisch und nur Französisch. Wir verstehen die nicht, die verstehen uns nicht.
Auch wenn das Wetter nicht prickelnd ist, wir wollen uns dennoch etwas von Tournai anschauen. Thinking back on those nights that we shared in that September. I see a purple neon light. I see the shape of your body, remember? Thinking back on those days all alone in that November. I see my thoughts going way off track, and still I find my way back to knowing right from wrong. And still, after all, I found you. So, wir haben gestern festgestellt, unser Abfallauto ist wieder locker geworden. Das heißt, ich muss schon wieder rein ins Wasser. Das ist echt nicht geil. Es ist echt kalt und richtig schmutzig. Dafür sehe ich auch noch aus wie ein Weihnachtsmann. Damit es vielleicht nicht ganz so kalt wird. Drückt mir die Daumen! Es ist so, man sieht so wenig. Ich muss es so halten, so damit ich irgendwas sehen kann. Mir war in meinem Leben noch nie so kalt. Und die noch schlechtere Nachrichten für mich ist, ich muss noch mal runter. Weil es war mir einfach zu kalt und ich bin an der letzten Schraube, im Prinzip an der letzten Drehung gescheitert. Also nochmal. Und wir haben auch noch ein bisschen Zeitdruck, da die letzte Schleuse auch irgendwann zumacht. Und wir auch 8 Stunden heute brauchen bis dahin. Die Opfernote ist ab, aber zu welchem Preis? Mir ist immer noch etwas kalt, ich fühle mich geschwächt, doch wir müssen weiter. Wir haben erfahren, dass manche Kanäle in wenigen Wochen für Wartungsarbeiten schließen. Dann werden wir im Winter hier gefangen. Boah, Schleusen in Frankreich ist echt nichts für Anfänger. Aber gut, dass wir schon in Belgien einen Geschmack drauf bekommen haben. Also laut den Spuren werden wir locker 2 bis 3 Meter hochgeschleust. Und natürlich gibt es hier keine großartigen Festmachen. Das ist alles nur für Großschiffe ausgelegt. Und wir haben natürlich noch ein Großschiff mit uns. Die Schleusen sind nur mit wenigen Pollern ausgerüstet. Manche können wir auch gar nicht erreichen. Die großen Schiffe schalten ihren Motor nicht ab. Denn es lohnt sich für sie nicht. Zu unserem Pech. Denn durch die Wasserverwirbelung wird es ohnehin schon schwierige Schleusen einfach nochmal schwieriger. So, letzte Schleuse. 500 Meter vielleicht danach ist der Hafen. Und die lassen uns nicht rein. Wir haben verstanden, wir dürfen rein, hat er vor unserer Nase hinter dem großen Schiff die Tür zugemacht.
Jetzt warten wir. Jetzt kommt das nächste große Schiff. Und so warten wir, bis wir endlich rein dürfen in die letzte Schleuse vor dem Hafen. But darling, I know it's true. Ties that Und wir warteten. Und wir warteten. Und warteten. So tell me Und warteten. there's someone else calling. Und warteten. Und endlich durften wir rein. Auf was haben wir uns da bloß eingelassen? Wir sind im Dunkeln gut in den Hafen angekommen. Doch lange blieb es nicht ruhig. Kurz darauf bekam ich meine Quittung für meinen Tauchgang. Was genau passiert ist, seht ihr beim nächsten Mal.